Hallihallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. So, heute stehen wir kurz vor Pfingsten und damit euch mal kurz erzählen, Pfingsten in Polen heißt ja Zielone Świątki und lustigerweise wird das ja nicht wie bei uns gefeiert oder eher gesagt, früher wurde es ja ganz anders gefeiert wie jetzt. Teilweise wissen die Leute gar nicht, warum wir überhaupt Pfingsten haben. Damit wir ganz kurz sagen, also Pfingsten ist immer der Sonntag, 49 Tage nach Osternsonntag. Ja. Und früher war es ja in Polen so, dass sogar 3 bis 4 Tage gefeiert worden ist, also vom Samstag bis Dienstag. Jetzt ist es mittlerweile so, dass nur der Sonntag Feiertag ist. Und lustigerweise habe ich jetzt gerade nachgeguckt, es gibt tatsächlich nur 5, 6 Länder in Europa, wo es tatsächlich als Feiertag hinterlegt ist, als offizieller Feiertag. Alles andere ist dann einfach nur so, dass der Sonntag einfach nur Sonntag ist. Die Tradition des Ganzen liegt ja weit, weit zurück. Ja? Und da kann ich mich noch gut erinnern, wo ich noch klein war. Da bei uns im Dorf, da wurde alles wunderschön geschmückt. Ja, jetzt ist ja Frühling, ja, das ist ja Ende Mai, Anfang Juni ungefähr fällt das ja immer. Da wurde alles mit grünen Blättern und Zweigen geschmückt. Und ja, da hat man abends immer so ein Riesenfeuer gemacht. Ja, und das Riesenfeuer, also kein Grill, sondern das richtige Feuer. Und das war jetzt so Tradition, das war früher noch bei uns. Das sind die Bauern quasi mit dem Feuer durch die Felder gelaufen, von den Feldern zurück. Und das sollte dann quasi so einen bösen Fluch vertreiben. Ja, und dass die Ernte, die dann folgt, gut ist. Ja, jetzt mittlerweile wird einfach nur als Feiertag gesehen und wird das einfach nur so als Ausflugstag genommen. Außer die Katholiken, also die Gläubigen, die machen das. So, und dann kann ich mich noch mal erinnern, da hat immer meine Oma und meine Mutter hat immer an dem Pfingsten immer einen Kuchen gebacken. Ja? Und das möchte ich euch heute mal zeigen und dann mit euch zusammen einen traditionellen polnischen Käsekuchen backen, was immer am Sonntag, am Pfingstsonntag, dann immer zum Kaffee serviert worden ist. Jetzt erstmal anzufangen, müssen wir uns ein bisschen, oder andersrum, was wir alles dafür brauchen, ist wir brauchen Mehl, Milch, Zucker und Hefe, so dass der Teig nachher gut aufgeht. Eier, da brauchen wir jede Menge Eier, 12 Stück. Und dann brauchen wir für den Quark, für die Füllung brauchen wir dann Zucker, Rosinen, ganz normale Rosinen, trockene Rosinen im Laden kaufen. Man kann sie so nehmen oder einfach im Rum einlegen. Da gibt es einen besonderen Touch, was Besonderes. Das habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe über Nacht die Rosinen im Rum eingelegt und dann riechen die und schmecken die schön nach Rum. Dann brauchen wir Biskuit, ein paar Walnüsse, Butter. Genau. Und Quark für die Quarkfüllung. Ist ja ein Quarkkuchen. So, jetzt legen wir los mit dem Kuchen, weil wir den Teig machen müssen und der muss ja nach einer Stunde in der Wärme stehen, dass er wieder aufgeht und schön fluffig ist. Und dann müssen wir jetzt erstmal den Hefe auflösen. Da geht es folgendermaßen, da stellen wir uns einen Topf auf, schalten wir ein und dann die Milch reinfüllen. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt gleich. So, den Topf aufstellen, dann die Milch einfüllen. So, und dann muss Folgendes passieren. Die Milch, die müssen wir auf 30 Grad erhitzen. Ja? Und dazu nehmen wir uns am besten ein Thermometer, der uns dann anzeigt, wann die 30 Grad erreicht sind. Also nicht, das können wir auch mit dem Finger testen. Also nicht mehr und nicht weniger, also nicht kochen lassen, einfach nur erwärmen. Das geht ja ziemlich schnell, vor allem bei den Temperaturen. So, und dann 2 Stückchen frischen Hefe rein. So, jetzt kann man schon fast ausschalten. Guckt mal da, da sind ja schon 40 Grad.
So, dann kommt ein Hefe da rein. Einmal, zweimal. Wenn ihr kein Thermometer habt, mit dem Finger, aber ich stelle euch nachher unten noch einen Link. Da könnt ihr das dann nachher euch dann, wenn ihr wollt, auch käuflich erwerben. Das kann man immer gut gebrauchen, wenn man einen Schnitzel brät oder irgendwas, dann, oder einen Braten in den Ofen schiebt, und wie man eine Kerntemperatur von 70 Grad oder so, dann lohnt sich das immer zu haben. So, dann den Hefe hier rein. So, jetzt habe ich natürlich den falschen Schneebesen genommen, aber macht ja nichts. Das muss man einfach noch hin und her ein bisschen bewegen, bis sich das gelöst hat, bis sich der Hefe aufgelöst hat. So, und dann kommen noch 20 Gramm Zucker rein. So, das passt ja auch. So, und einfach in der warmen Milch, das kann man jetzt so stehen lassen, einfach in der warmen Milch, einmal so lange hin und her bewegen, bis sich die Hefewürfel dann aufgelöst haben. Das dauert jetzt noch ein paar Minuten. So, man kann natürlich auch Löffel nehmen und eine Gabel oder irgendwas, mit wem man das mal besser machen kann. Aber ihr seht ja, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht ja auch. So, wunderbar. So, und das lassen wir einfach so stehen. Hier stehen in der Wärme 15 Minuten ungefähr, oder vielleicht 15 Minuten, ja 10, 15 Minuten einfach so stehen lassen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den Teig. So, da bin ich wieder. Jetzt geht's los mit dem Teig. Während ich hier alles umgebaut habe, ist mir jetzt was eingefallen. Da musste ich selber ein bisschen lachen. Das ist schon eine Weile her. Aber mein letzter Küchenchef, den ich hatte, hat es mir gesagt mal: Przemek, weißt du eigentlich, wenn man Bäcker wird? Da habe ich gesagt, natürlich nicht, weiß ich nicht. Dann sagte er zu mir: Pass auf, Bäcker, das werden die Prüfung als Koch nicht geschafft haben. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Aber mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden. Ich habe auch schon ein paar Bäcker kennengelernt und auch die Arbeit kennengelernt, was die Bäcker machen. Und ich muss euch eins sagen, also das ist schon eine Knochenarbeit, auch von den Arbeitszeiten. So, wenn man morgens aufstehen muss und für alle, die gerne frühstücken, auch Brezel und Brötchen machen, also das ist jetzt nicht einfach. Also Hut ab von jedem Bäcker und jedem Konditor, der diese Arbeit macht. Und eins muss ich euch sagen, ohne Rezept geht da gar nichts. Ja, also ist auch bei mir so, Backen ist nicht Kochen. Deswegen habe ich auch mein Rezept hier an der Seite. Weil wenn man da nicht die Grammangabe aufpasst und wenn man da nicht alles genau so macht, wie es vorgegeben ist, dann geht das alles in die Hose. Und deswegen habe ich mein Rezept hier auch und jetzt geht's los. Wir haben hier 1 Kilo Mehl. So, jetzt habe ich die Eier getrennt. Ich habe hier 6 Eigelbe, die da auch noch reingehen. So, 6 mal Eigelb. Dann 3 Eier habe ich schon reingemacht. So, dann kommt noch die Butter rein. So. Wunderbar, dann ist es auch drin. So, Mehl in eine Schüssel 7, Hefemilch, Eier, Eigelb, Zucker. So, dann haben wir die Menge an Zucker, die 250 Gramm Zucker kommen da rein. So, das Ganze. So, und jetzt haben wir unsere Hefe und die Milch dann angesetzt. So, das dann hier rein alles. So, einmal aufgießen. Wunderbar. Und jetzt, seht ihr, haben wir schon wieder unseren Mixer hier, also unsere Küchenmaschine. Nicht Mixer, sondern eine Küchenmaschine. So, das da rein. So, eine kleine Stufe anfangen zu arbeiten. Schön langsam. Ja, wenn ihr
gleich auf volle Pulle macht, da passiert euch wie mir hier, dass es alles ein bisschen raustropft. Deswegen ein bisschen vorsichtig und langsam, so dass sich das alles erstmal vermengt hat. So, und dann kann man das einmal laufen lassen, bis alles zum einen Teig geworden ist. Jetzt gucken wir uns das mal kurz an. So, dann einmal ausschalten und einmal gucken. So, das kann man hier rausnehmen, ein bisschen. Und dann gucken, dass sich alles auch vom Boden richtig löst. Einmal durchmengen. So. Weil manchmal in den Rührgeräten ist es nicht so, da bleibt das an der Wand so ein bisschen hängen. So. Wunderbar. Jetzt haben wir uns hier eine Sauerei gemacht. Einmal abwischen. So, dann das wieder reinsetzen. Wieder runter. Das Ganze und nochmal 5 Minuten. So, na, jetzt, so. Und jetzt auf volle Stufe nochmal 5 bis 6 Minuten einfach durchkneten. So, es hat jetzt 5 Minuten gearbeitet. Ja, jetzt kann man uns das mal angucken. So, wunderbar. So, jetzt alles runternehmen. So, das kann weg. So, wie ihr seht, ist ja jetzt fertig. Dann machen wir Folgendes. Wir decken den Teig mit einem Handtuch ab. Und dann stellen wir das Ganze ans warmes Plätzle. Am besten irgendwo an die Heizung im Winter. So, jetzt haben wir natürlich 30 Grad draußen. Was ich mache, ich stelle das einfach mal auf den Balkon in die Sonne. Und es braucht jetzt eine halbe Stunde, bis der Teig aufgeht. Und das lassen wir so lange stehen, bis ungefähr von der Menge das Doppelte ergeben hat. Also wenn die Schüssel voll ist, dann dürfte das dann perfekt sein. So, ich habe jetzt den Hefeteig rausgestellt in die Wärme. Das geht jetzt auf. In der Zwischenzeit bereiten wir uns die Füllung. Also wir brauchen Quark, 1 Liter Quark, 1 Kilo Quark. So, dann brauchen wir 100 Gramm Biskuit. So, und das einfach zerbröseln in den Quark rein. So, das geht. Da brauchen wir schon ein bisschen Kraft, aber das geht. Das geht. Man kann also Mörser nehmen oder irgendwas, wo man das möchte. Aber das geht eigentlich ganz gut mit der Hand. So, das muss ja nicht so ganz klein sein. So, man kann auch einzeln nehmen. Dann geht es ja auch. Das ist ganz weich. Einfach mit den Fingern zerdrücken. Und dann läuft das. So, dann kommen dann die Rosinen dazu gleich. Wie ich schon erwähnt habe, ihr könnt das ja einfach so kaufen und das ist ja Weintrauben getrocknete, einfach so reinlegen. Oder man macht sich so ein bisschen Mühe und man weiß ja, einen Tag davor schön in Wein, ins Rotwein kann man auch einlegen oder einfach in Rum.
Da haben wir die Rumrosinen. Ihr habt es sogar letztens gesehen. Man kann ja schon Rumrosinen kaufen, wenn man kein Rum zu Hause hat, aber trotzdem noch ein bisschen Geschmack haben möchte. Dann einfach Rumrosinen kaufen und da spart man sich natürlich dann schon die Arbeit und das Einlegen über Nacht. Jetzt haben wir da in den Quark unser Biskuit rein. So. Wunderbar. Dann kommen 2 Eier rein. Ihr wisst ja, habe ich schon mal erzählt, die Eier immer getrennt aufschlagen, aus Sicherheitsgründen, dass da nichts passiert, dass das Ei auch gesund ist und lecker. Jetzt stellt mal vor, das habt ihr schon alles gemacht und dann macht ihr ein Ei rein und da ist was drin, ein bisschen faul oder wie auch immer. Ja, und das dürft ihr dann alles wegschmeißen, dann bringt das nichts. So, dann die Rosinen, schön alles raus. So. Auch von dem Rum alles da rein. Ihr müsst natürlich schon überlegen, also wenn natürlich Kinder mitessen, ist das immer so eine Frage. So, dann Zucker rein. Wunderbar. Und dann das Ganze vermengen. So, und das dann auch kalt stellen in den Kühlschrank. Ja, da sind ja rohe Eier drin. Zwar wird das ja nochmal gebacken, aber ich sage mal jetzt heute bei den Temperaturen ist es natürlich schon so, dass draußen stehen dürfte dann für die Salmonellen ein riesen Erfolg sein. So, ein bisschen Zitrone rein, Zitronensaft. Ich habe hier so Limettensaft, Konzentrat, dass es ein bisschen Säure gibt. So. Das dürfen wir dann auch noch probieren, das Ganze. Löffel natürlich. Sehr gut. Da freue ich mich schon drauf. Also, man merkt ja schon, wenn das so ein bisschen rum eingelegt war, das schmeckt ja dann ganz anders. So, und das Ganze, wie gesagt, an die Kühlschrank stellen und dann haben wir den Hefeteig und unsere Füllung fertig. So, ihr seht ja, der Tisch wird immer leerer und leerer. Was übrig blieb, ist ein Ei. Das packe ich aber auch noch in den Kühlschrank, das brauchen wir nachher noch. Zitrone brauchen wir auch nicht mehr. Und dann bleiben nur noch die Walnüsse. Ja, die brauchen wir dann nachher für die Deko oben drauf. Deswegen hacken wir die noch ganz fein hier. Das wäre die letzte Vorbereitung für unseren Kovac. So heißt es auf Polnisch. Bei uns hier in Schwabenländle Käsekuchen mit Hefeteig. So, wunderbar. Ja, 30 Gramm Nüssle. Die dürft natürlich auch, wenn keiner irgendwie Walnüsse mag oder eine Allergie, Walnutzallergie hat, dann nimmt Mandeln oder lasst es ganz weg. Das muss ja natürlich niemanden daran hindern, jetzt einen Käsekuchen zu machen, nur weil man irgendwie Nüssle nicht mag oder nicht verkraftet oder nicht verträgt oder wie auch immer. So, ganz fein. So, und das wird ja unser Deko für den Käsekuchen oben. Also, ich melde mich gleich wieder, sobald der Teig aufgegangen ist und dann geht es weiter mit Backen. So, jetzt geht es weiter mit dem Teig. Könnt ihr mal gucken. Der ist jetzt schön aufgegangen, unser Hefeteig. Ich muss ja eins sagen, das war heute ein richtiges Drama mit dem Teig. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch bei uns gerade, dass der Teig tatsächlich gar nicht aufgegangen ist. Also ein Tipp von mir,
sollte es tatsächlich so sein, dass irgendwann der Teig nicht so top ist, wie ihr erwartet habt. Meins war zu flüssig, deswegen habe ich nochmal 250 Gramm Mehl nochmal dazu gemacht. Und dann hat es ja einfach einwandfrei funktioniert. Ja, das ist tatsächlich verrückt. Das kenne ich ja von früher, von meinem Pierogi-Teig machen. Das war auch jedes Mal anderes. Jedes Mal, egal ob es warm war, feucht, kalt, Winter, reagiert das Ganze ganz anders. Und dann dauert es halt ewig oder geht gar nicht auf oder wie auch immer. Deswegen immer beobachten und wie gesagt, im Notfall noch ein bisschen Mehl rein oder vielleicht einen Trockenhefe noch reinmachen oder so, ja. Genau. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt machen wir das dann in dem Backofen und erstmal in die Springform rein. So, als erstes die Springform ein bisschen fetten, also Butter nehmen. Ich habe hier so ein Butaris, das ist so eine Mischung aus Butter und Öl. Gut zum Anbraten, auch gut zum Backen. Mit einem Pinsel, das einfach hier jeweils schön verteilen. So, ich habe euch mal schon mal erzählt, das ist alles, Kochen ist alles, Malen. Heute, also man kann sich da künstlich verausgaben. So, und jetzt hier haben wir an der Seite unsere Füllung. So, ein bisschen Mehl auf den Boden verteilen. So, dann können wir, guckt ihr mal das an, wie schön der aufgegangen ist. Einfach rausholen und da in den Mehl es riecht ja nach Hefe, einwandfrei. Einwandfrei. So, jetzt stellen wir auf die Seite. So. Und nochmal kneten. So. Achtung, die Finger kleben. So. Und da brauchen wir jetzt die Hälfte von dem Teig gleich. Ihr habt ja gesehen, ich brauche noch eine Palette. So, da ist sie. So, einfach ein bisschen Mehl hier rein. Hopp. Upsala, das kann jetzt aber nicht wahr sein. Dass das kompliziert ist. So, jetzt haben wir es. Jetzt sieht es gut aus. So, dann die Hälfte von dem Teig nehmen. So, und dann einfach hier in die Backform rein und dann so verteilen, dass er so nach oben geht. So, immer Finger nehmen. So. So. Als nächstes packen wir dann die Quarkfüllung da rein. Die haben wir heute wieder schon vorbereitet. So.
Da waren ja die Rosinen drin. Genau. So. Und dann geht es weiter. Dann machen wir da solche aus dem Hefeteig solche Streifen. Ja, und die legen wir hier in die Mitte. So quasi als Deckel. So ein bisschen Platz dazwischen lassen. So. Jetzt hier uns. So. So. Und das gleiche machen wir jetzt in die andere Richtung. Einen langen in die Mitte. So. Und dann jeweils 2. 1, 2 und 1, 2. Und ein bisschen bleibt noch übrig. Kann ja jeder nachher selber entscheiden. So. Wunderbar. Da noch einmal hier am Rand. So. Guck mal, wie die Luftblase hier aufplatzt. Zack. Also der Hefeteig ist tatsächlich jetzt gut aufgegangen. So, von dem, was wir gemacht haben. So, und jetzt das Ganze schieben wir jetzt in den Backofen. Ich habe vorgeheizt, 180 Grad, und es geht für 50 Minuten, für 60 Minuten in den Backofen. So, jetzt habe ich was ganz Wichtiges vergessen noch. Das kann man ja gleich drauf machen. Jetzt habe ich vergessen die Nüsse, die wir dann zusammen gehackt haben, da drauf zu machen. So, da kommen noch die Walnüsse oben drauf. So, jetzt ist aber perfekt. Yeah, clap your hands, say it together. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, doing that right, that chairman right. How the evil little kid get that tomato and So, jetzt ist es Zeit, den Kuchen rauszunehmen. Jetzt gucken wir uns das an. Jetzt war das 16 Minuten im Backofen. So, Leute, guckt ihr mal den Kolatsch an. Der Kolatsch, das ist doch der Wahnsinn. Ha? Lecker, mit den Nüssen, der Hefeteig, aufgebacken, der Käse, ist alles aufgegangen. Der Käsefüllung hier, guck, an der Seite fest. Wunderbar. Jetzt lassen wir den noch mal eine halbe Stunde abkühlen und dann holen wir den raus und probieren. So, unser Kolatsch ist fertig. Unser Hefeteig ist hier gut durchgebacken. Oben ist schön knusprig. Jetzt ist er noch warm, deswegen schneide ich das noch nicht an. Dann muss man noch mal eine Stunde, 1,5 schön kalt stellen lassen. Der Käse drinnen, das muss ja noch mal ein bisschen fest werden lassen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Backen. Viel Spaß beim Nachkochen oder Nachbacken eher. Nie kochen, heute haben wir nicht gekocht, heute haben wir gebacken. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann empfehlt mich weiter. Wenn euch das Spaß gemacht hat, dann schreibt mir etwas oder Daumen hoch, Daumen runter. Kritik ist auch erwünscht. Genau, also in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbacken. Noch schöne Feiertage, genießt die Sonne und bis zum nächsten Mal. Everybody a chance to meet us, doing that right, that chairman right. How the evil little kid get